Ihren Ursprung hat die Geschichte 1982. In einem Hörfunkstudio legte Moderator Paul Baskerville für die legendäre Sendung Musik für junge Leute auf, unter anderem diesen Song. Ein eingängiger Sound, der ein Hit sein könnte von einer womöglich sogar bekannten Band. Fast 40 Jahre später recherchiert das NDR-Archiv nach dem Titel für einen Zuhörer, der die Sendung damals mitgeschnitten hatte. Dann habe ich mich erstmal selbst auf die Suche gemacht und habe die Sendeabläufe der besagten Sendung von Paul Baskerville aus den Jahren 82 bis 84 durchgeflöht mit einem Kollegen, der sehr musikkundig ist, was die 80er angeht, aber leider ohne Erfolg. Der Titel wurde ins Internet gestellt, man findet ihn sofort. Wie inzwischen mehr als 2,6 Millionen andere User auch, aber keiner kennt Band oder Titel. Genauso wenig wie die Musikerkennungssoftware Shazam. Nichts. Dort heißt der Urheber nur The Unknown Band. Moderator Paul Baskerville, inzwischen selbst eine Legende und immer noch on air, hat zehntausende Titel gespielt. Aber diesen hier? Selbst er kennt die Antwort nicht. Das ist noch nie passiert. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man das gar nicht ertragen kann. Also einfach der Gedanke, dass man ein Lied nicht identifizieren kann. Shazam ist gescheitert quasi. Und das finden die Leute irgendwie schräg, so eine schräge Vorstellung in der heutigen Zeit. Aber kann es wirklich sein, dass weltweit absolut niemand eine womöglich hoffnungsvolle Band trotz eines so eingängigen Titels kennt? Meine Vermutung ist, dass es eine Demokassette gewesen ist. Und ich habe vielleicht, oder ein Kollege wie Stefan Kühne hat vielleicht einmalig ein Stück gespielt von einer Demokassette, vielleicht weil die Band im Logo aufgetreten ist. Und dann ist diese Demokassette im Müll gelandet. Und das würde erklären, dass man den Song nicht in den Playlisten gefunden hat, weil es dann für die Gamer nicht relevant war. Das ist so meine Vermutung letztendlich. Die Archivare Sönke Treu und Rüdiger Kaläne suchen weiter. Es ist auch eine Frage der Ehre, denn eigentlich vergisst das NDR-Archiv nichts, gar nichts. Und vielleicht kommt doch noch Licht ins Dunkel dieses äußerst mysteriösen Falls.